Hi guys, it's me. I will show you a clean up page project today. You can see I have here a cardboard, some packaging it was, and I use it to work on it on cards, whatever backgrounds, and there were this edge with modeling paste here and there, and I really liked it, so I thought, go on with that, and it inspired me to have all four sides with an edge like that with this modeling paste, and that's what I do at the moment. In the middle you can say there is, or see there is quite a lot of texture on where I painted a net, onion net with gesso. So okay, that's a lot of texture though, and everything's dry now, and I put a really nice layer of gesso on top, and then I'm going on with paint. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Clean-up-Seite zeigen, also dieses Papier, auf dem ich arbeite, wenn ich kleinere Projekte habe, einfach um ja, den Hintergrund oder unten meine Matte nicht zu versauen, arbeite ich immer auf so Verpackungsresten. Und ich hatte dann jetzt, das waren so Kanten, die sich gebildet hatten, von Krakelierpaste, die ich benutzt hatte auf einem Projekt. Und das gefiel mir ganz gut, und das habe ich dann aufgegriffen und habe einfach dann auf allen 4 Seiten eine Kante gemacht, die sich allerdings nicht berühren. In der Mitte habe ich ganz viel Textur. Da hatte ich ein Zwiebelnetz mit weißem Gesso eingefärbt, und das macht eine sehr schöne Textur. Ja, und habe ich gedacht, das muss ich benutzen. Und nachdem alles trocken war, habe ich hier eine schöne Schicht Gesso draufgepackt und dann mit Farbe angefangen. So meine Lieblingsfarbe im Moment, ich benutze alle draufgepackt. Alle mit dem Finger, mache ich ganz gerne, gerade bei solchen Projekten. Und ja, auf geht's. I'm just using colors I'm into at the moment. You know, that change from time to time, of course, but at the moment I have my favorite combinations, so that's what I use. And I go here and enhance the edges just to give them more depth, and it's a bit of shading here with this red violet I'm using. That's the darkest color I have here on that page, and I pick that up to blend or to shade these edges here. Use a hard bristle brush for it. Ja, ich habe dann hier dieses dunkle Rot-Violett aufgegriffen, einfach auch um dann die Kanten hier zu Schatten aufzugeben, und benutze hier so eine ganz trockene, harte Bürsten, na, wie sagt man das, mit diesen harten Borsten, genau, Pinsel benutze ich dafür. So, und diese Textur in der Mitte, die wollte ich jetzt noch hervorheben mit Weiß, das ist Gesso, da arbeite ich mit einer Rolle jetzt drüber, und einfach so, dass die Textur wieder sichtbar wird. Ich gehe hinterher noch mit ein bisschen Schwarz drüber später, weil ich noch ein bisschen was Dunkles brauchte. Hier hatte ich noch so ein bisschen Orange, wollte ich dann noch drauf haben. Das hat sich natürlich dann beim Vermischen, ist alles trocken, aber trotzdem mit dem Blau im Hintergrund verändert sich das schon so ein bisschen ins Bräunliche. Aber das ist okay. Es sieht immer noch ein bisschen oranger aus als braun. So, you know, I just put some orange on it, because I thought there was something missing. Well, with the turquoise in the background, it's a bit more on the brownish side, but still orange enough to me. So, and I went over with a brayer and gesso on my texture in the middle, but I needed to have a bit of darker, yeah, I wanted to have a bit of black there. So, but you know, I didn't want to have it that black, so that's why I stop here, and I will go over it with with a brush. I think I'm using a brush later, just to have a bit of more black there, and use my Pitt pen in this red violet just to get the edges a bit darker, even darker. So
basically my background is okay and I wanted to leave it like this, but I wanted to have a little tiny something in. And yeah, that's, when I'm working in the flow, I always get this little ideas and I have the feeling for what the page tells me what it wants to be. And yeah, so, and I started here with a chalk pencil, went over, and then I go over the lines with a pencil, and then I start with my black liner here, and it will be, yeah, skyscrapers. So a little satellite town or whatever at the edge of town. Yeah, stuff like that. So of course it has a bigger meaning later, you will see. And I go over with gesso first because I want to have the paint I'm putting on top definitely more covering. Ich habe dann hier, also mein Hintergrund hatte ich letztendlich fertig, und ihr wisst ja, ich arbeite in so einem Flow, ich plane da nichts und lasse, ja, die Seite eben sprechen, wo will sie hingehen, und lass mich da einfach so ein bisschen mitziehen. Und dann hatte ich, ja, irgendwie so das Gefühl, da unten in die Ecke, da gehören so ein paar Hochhäuser hin, und die habe ich mit Kreide, mit einem Kreidestift vorgezeichnet, weil ich einfach nur ungerne mit einem, ja, Bleistift auf einem Acrylhintergrund vormale, weil das Problem ist einfach, dass man von Acryl ganz, ganz schlecht runterradieren kann. Ich meine, das sind jetzt einfache Strukturen, das hätte ich auch so machen können, aber ich habe mal so angefangen. So, bisschen Gesso erst drauf, damit ich so ein bisschen, damit es deckend ist, weil, ja gut, jetzt habe ich auch das Grau oder das Schwarz hier mit Grau und Weiß gemischt, dann wird es natürlich schon deckend, aber ja. Wie gesagt, ich arbeite im Flow und das ist nicht immer geplant, das wusste ich jetzt, oder ich war mir noch nicht einig, mit was für einer Farbe ich dann weitermache. Wäre in dem Fall also auch ohne die Gesso-Schicht hätte es funktioniert. Wie gesagt, ich benutze hier Schwarz, Grau und Weiß, einfach auch, um gleichzeitig die Schattierungen mit hinzubekommen. Jetzt gibt es noch ein paar Fenster in Schwarz und dann werde ich hinterher noch ein paar weiße Reflexionen draufpacken. You know, I use here black, grey and white to get get the right shading on that skyscrapers. And I didn't want to have them happy because to me, I had this happy and colorful background, and I wanted to have this very, very boring, sad, and awful looking houses or skyscrapers. They're not really looking very inviting, don't they? So, okay, I put some black and white on just for the windows, and when I saw that and I looked at it, I thought, living in something like that must be so it must be so sad. I don't know, depressing. I get the impression I couldn't live in something like that, actually. And I put some gesso here to get some coverage with my yellow. Yellow is it's not very opaque, so that's why I put the gesso down first and then yellow and a tiny bit of orange. And that's, to me, sun is rising in the morning, and then you have the middle part with the texture, and yeah, that is, to me, this blockage. The sun doesn't come through, but here on the bottom it made its way, and that's, for me, this, you will get some sun and life will get better. It's such a hopeful, or the little page full of hope, and that's why the word came to my mind. I will put on later. So, ich habe dann hier mit dem Gelb, oben habt ihr gesehen, auch erst Gesso draufgepackt, weil das Gelb ist eben schon sehr durchscheinend, einfach um ein bisschen mehr Deckung zu bekommen, ein bisschen orange, und dann in der Mitte einfach die Textur, das ist für mich so die Blockade, wo die Sonne dann nicht durchkommt. Im Prinzip wie so ein
Sommer- oder Frühherbsttag, wo es dann tagsüber so einen Hochnebel gibt und die Sonne braucht ganz, ganz, ganz viel Kraft, um noch durchzukommen. Und hier ist es genauso einfach. Unten in dem Bereich kommt die Sonne dann endlich durch, um ja auch auf dieses traurig aussehende Hochhausgewirr zu scheinen. Wie wir alle wissen, Sonne macht ja alles besser und alles schöner vor allen Dingen. Jetzt habe ich hier jetzt noch mit dem Pinsel das Schwarz auf der Textur noch ein bisschen verstärkt. Ich wollte das eben nur auf den erhabenen Stellen und nicht im Hintergrund haben. Hier gibt es jetzt noch so ein bisschen Schattierung mit einem Alkoholmarker und dann werde ich mich an das Wort machen. You know, I'm just putting some shading on here with my alcohol markers, but that's it. And I'm using some alphabet dice here just for the word, and the word is hope, and that's what came to my mind, as I said before, when I put the yellow on top, and then let it peek through on the bottom, and there's always hope, as I just said. Um, the world and our life always looks more positive and happier when the sun is shining, isn't it? Everything looks more beautiful when the sun shines. So, okay, so I will put some scribbly words on the bottom line. I can read it, I know what it means, but yeah, I doubt you will. So, and ja, ich habe dann hier noch ein paar Wörter oder einen Satz unten hingekritzelt, den ihr wahrscheinlich nicht lesen könnt. Ich weiß, was es heißt und das reicht. Und dann kommt das Close-Up schon. Guys, the Close-Up is coming now and I just want to say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, just leave me a thumbs up and a comment would be very, very much appreciated. Yeah, I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a really good time and most important thing, stay creative, guys. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet irgendwas mitnehmen für euch und nichts wegschmeißen. So Hintergründe sind immer toll. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Zeit. Lasst es euch richtig gut gehen. Aber vor allen Dingen bleibt kreativ. Also bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.